Es gibt nicht nur Düfte, die gut riechen, sondern die wärmen dich auch. Und deswegen zeige ich euch heute Top 5 Herbstdüfte, die dich wärmen, die anschmiegsam, die einfach sexy, sinnlich sind, die holzig sind, die vanillig sind, die ambriert sind und so weiter und so fort. Und Nummer 3, glaubt mir, Freunde, dieser Duft, den trage ich absolut gern, wenn die Blätter fallen, wenn der Herbst vor der Tür steht. Ja, Freunde, mein Name ist Dennis und wir hauen mal rein und wir fangen mal mit dem ersten Duft an. Und der erste ist von Kilian und es ist der Angel Share Paradis. Aber ja, Paradis. Und warum habe ich den jetzt genutzt statt den normalen Angel Share? Weil der hat noch eine schöne Himbeer-Likörnote und was schön Holziges. Das Zimtige, sagen wir mal so, ist ein bisschen zurückgefahren worden. Ja, aber dafür ein bisschen mehr Holz und ja schon dieses zimtige, vanillige, schöne weihnachtliche plus aber die schöne Likörnote, Himbeerlikörnote. Das macht diesen Kilian wirklich aus. Natürlich ist das Original auch cool, könnt ihr auch nehmen, aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall ein Kilian mit den Angel Share Paradis. Ja, weil er einfach nochmal, ich würde nicht sagen besser tragbar ist, doch fürs ganze Jahr schon, insgesamt aber noch ja irgendwie schon nicer ist, was dieses Gesamtpaket angeht, weil da eine schöne Himbeernote drin ist. So, jetzt kommen wir zum zweiten Duft. Das ist der Swiss Arabian Vanilla 01. Das ist ein ganz neuer Duft. Der Duft ist sehr anschmiegsam, vanillig, süß, warm. Um den Duft geht es ja, oder um die Düfte geht es ja, weil der Titel, ihr habt es ja gelesen, es sind schön warme Düfte, warme Herbstdüfte, 5 oder Top 5 warme Herbstdüfte, elegant, sexy, sinnlich und da gehört der neue Vanilla 01 auf jeden Fall dazu. Ihr habt ja richtig schöne Vanille, süße Vanille, cremig dazu. Am Anfang könnte der vielleicht für manche Männer so feminin sein, ist er aber dann hinten raus nach 2 Minuten nicht mehr, sondern hat einfach es ist absolut brachial, genial, sexy Vanille. Ja, so muss das sein. Swiss Arabian haut da einige raus. Ich werde da demnächst so und so noch mal was zeigen. Der war ja in einer großen Box, die sehr interessant ist. Da waren noch 2 andere Düfte drin, die möchte ich euch auch noch mal vorstellen. Wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Oder beziehungsweise das Video werde ich euch zeigen nächste Woche. Schönes Teil. Also wenn ihr auf jeden Fall auf Vanilledüfte steht, dann ist das euer Duft. Da kommt ihr gar nicht dran vorbei. So, und jetzt kommt der Duft. Ich habe es ja erzählt. Das ist der Duft zum Herbst. Wenn es warm sein soll, warm nicht draußen warm, sondern wenn es einfach warm, anschmiegsam sein soll und sexy, sinnlich, eine Umarmung von einem Duft, dann ist es Baby Cat von Yves Saint Laurent. Ja, Baby Cat. Einfach eine tiefe, extrem nice Vanille. Ihr müsst dieses schon fast karamellartige Vanille muss man natürlich mögen. Das ist ganz klar. Aber der ist schon richtig mehr als nur sexy. Ihr habt noch was Harziges, also eine schöne Harznote kommt dazu. Es ist ein bisschen holzig, bisschen, Trockenholz, stumpfig, dann eine schöne Vanille, auf jeden Fall. Aber die Vanille ist richtig genial. Ich hatte ja die ganze Zeit auch immer Shalimar gezeigt und dann hatte ich viele Kommentare gelesen, Baby Cat ist besser als Shalimar. Das ist vielleicht nicht ganz zu vergleichen, aber mir ging es ja um die Vanillenote. Und dann ist es natürlich immer Ansichtssache, welche Vanillenote oder welchen Vanilleduft ihr besser findet. Natürlich ist Baby Cat, sonst hätte ich ihn nicht, ein richtig genialer Vanilleduft. So. Und das ist ein sehr erotischer Vanilleduft oder Herbstduft. Damit könnt ihr ihn auf jeden Fall oder im Herbst am besten benutzen, aber auch im Winter, aber da sind wir noch nicht. Und wir haben noch Safran und Weihrauch hier drin. Also im Endeffekt rundet dieser Duft alles ab, vor allen Dingen die warme Umarmung eines Parfüms. Ja, ganz klar. So, Platz 4 oder der 4. Duft ist der Parfum de Marly Orgian. Ja, und da haben wir natürlich wieder was Weihnachtliches, was man zieht Weihnachten ein bisschen vor in den Herbst rein, weil hier habt ihr richtig schöne Gewürze am Start, auch Vanille, zimtig
und einfach nur lecker. Einfach nur lecker. Wenn es um so eine Art Zimtdüfte geht, ja, hatte ich euch mit den Angel Share gerade auch gezeigt und mit dem Angel Share Paradis, ja, das ist ganz klar. Aber dieses Zimtige, was hier drin ist ja fast der Gottfaser auf Zimt. Ja, so könnte man es betiteln. Der Flakon schaut nicht mehr so aus. Der ist jetzt matt schwarz, glaube ich, matt schwarz, so wie der Carlyle. Die wurden jetzt alle so gemacht. Also Gold, schwarz, so glänzend ist er nicht mehr. So, dann haben wir noch Amber. Also wie gesagt, die etwas Zimtiges mit Amber vermischt. Im Endeffekt sind weihnachtliche Düfte oder beziehungsweise Herbstdüfte oder Winterdüfte sind ja ähnlich gestrickt. Und da hat man Ähnlichkeiten. Und dieser Duft hat mit Vanille und Zimt und Amber natürlich und natürlich einige Gewürze, was sehr Nettes am Start. Und ja, an Orgean kommt man eigentlich nicht dran vorbei. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Amber-Vanilleduft, aber das ist schon ein richtig genialer Amberduft, beziehungsweise Vanilleduft da, der umarmt einen richtig. Also da wird ein warm ums Herz und das ist der Rosendo Matteo Nummer 5 Floral Amber. Ganz klar, ich muss das ein bisschen so halten, weil es könnte blenden. Also, ich sage euch immer wieder, viele holen den erst im Winter raus. Nein, ich hole ihn jetzt raus. Jetzt. Es ist ja auch manchmal feucht. Im Herbst ist es einfach feucht, kalt. Und der ist richtig, richtig lecker. Also ein schöner Amber-Vanilleduft. Ein richtig warmer Amber-Vanilleduft, der schon trocken ein bisschen rüberkommt. So ein bisschen strohig. Anders kann ich, warum liegt da Stroh, ne? Anders kann ich das gar nicht sagen. Und einfach eine trockene, schöne Vanille hat. Ihr habt natürlich auch Gewürze und Safran. Safran ist auch da drin. Ihr merkt schon, es rundet sich so ein bisschen ab oder es rundet alles so ein bisschen ab. Safran, Gewürze, Zimt, meinetwegen auch ein bisschen Nelke. Wenn man jetzt alles auseinander nimmt, dann hat man natürlich auch diese Art. Oder sind natürlich sehr viele Sachen drin. Vanille hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Und auch hier wieder paar Gewürze, schöne Vanille, Amber, Safran. Das macht es natürlich schön cremig beziehungsweise anschmiegsam und warm. Ne? Es sind ja, wie gesagt, Top 5 Herbstdüfte, wo ein schön warm wird, sexy, sinnlich, verführerisch. Und so müssen Herbstdüfte sein, weil wir haben ja abends schon 5 Grad, denn es ist windig, es ist regnerisch, es ist einfach nicht schön. Das ist eben der Herbst in Deutschland. Und deswegen muss man schöne warme Düfte haben, schöne Herbstdüfte. Winter haben wir noch nicht, das zeige ich euch dann natürlich logischerweise. Das sind immer noch schöne, heftige Herbstdüfte. So, weil natürlich kann man die auch im Winter tragen, aber das sind jetzt schon die Düfte, die ich jetzt schon raushole und einfach genial. Also ich fülle nochmal durch. Englische Paradies, schön zimtig mit einer schönen Himbeer-Likörnote. Swiss Arabian, einfach Vanille, cremig warm. Dann Baby Cat, wie gesagt, ambriert, holzig. Ja, sehr tiefe, dunkle Vanille. Dann der Orgean, zimtig, ja, schon einfach weihnachtlich, aber da kommen wir zu Weihnachten im Herbst. Und der Floral Amber, Safran, Amber, Vanille, etc. pp. Ja, schöne Teile. Ihr könnt ja mal unterschreiben, welche benutzt ihr so. Ich wollte euch extra 5 Herbstdüfte raussuchen, die einen wärmen, die anschmiegsam sind und nicht 10, weil das wird dann wieder zu viel werden. Und ich finde einfach, dass auch der neue Swiss Arabian, fand ich gerade, weil er diese extrem schöne, süße, warme Vanille hat, fand ich ihn irgendwie gerade passend und passte gerade. Ne? Ist ja noch nicht so lange hier und ich sag euch, ja, hier dran riecht schon feminin, aber wie gesagt, denkt dran an meine Worte, nach 5 Minuten wird er so ein bisschen süßlich, würzig noch. Ist ein schönes Teil mit einem coolen Flakon. Übrigens, die Haltbarkeit dieser Düfte sind alle gut. Wirklich alle gut. Da gibt's keinen schlechten, die gehen alle locker über 8 Stunden mit einer sehr guten CH. Also es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Schreibt mir gerne Kommentare, folgt mir, lasst ein Like, macht den Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Vor allen Dingen, wie gesagt, folgt mir und dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und Grüße gehen euch raus an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal, Freunde.